Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal Anti-Imperialist Union of Peace. Mit diesem neuen Video möchte ich über das Thema Aufrüstung sprechen. Dieses Thema hat tatsächlich einiges mit Imperialismus zu tun. Denn Imperialismus bedeutet im Prinzip Monopolkapitalismus. In diesem Stadium des Kapitalismus sind die Monopole, also große Konzerne wie Amazon, Facebook oder Google, so stark geworden, dass sie mit ihren eigenen Interessen den Staat kontrollieren können. Um nun noch mehr Profite zu erzielen, brauchen sie beständig neue Rohstoffe. Die Ausbeutung dieser Rohstoffe ist nun nur noch möglich, wenn sie den Prozess der Ausbeutung gewaltsam kontrollieren können. Zu diesem Zweck benötigt der Imperialismus die militärische Kontrolle. Mitten in der Pandemie zeigt sich, dass die westlichen Staaten gewillt sind, diese Kontrolle auszuweiten. Denn nun versuchen sie, die Militärsektoren noch weiter aufzurüsten. Das geschieht nicht nur mit den Staaten der NATO, sondern auch mit den Staaten der EU, welche sich im Militärkomplex PESCO zusammengefunden haben. Diese Staaten, die Staaten der EU und der NATO, bilden somit nun den militärisch-industriellen Komplex, was bedeutet, dass all diese Staaten eine militärische Aufrüstung betreiben. Als Beispiel möchte ich nun über den deutschen Imperialismus sprechen. Die Bundesregierung hat beschlossen, die Militärausgaben auf 2% des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen. Doch was bedeutet das konkret? Jetzt, mitten in der Pandemie, wo der soziale Sektor wie Krankenhäuser, Schulen, Altenheime oder auch der öffentliche Nahverkehr dringend finanzielle Hilfen bräuchte, kauft die Bundesregierung lieber Kampfflugzeuge von den USA, mit denen man Atomwaffen transportieren kann. Mehr als 20 Atomwaffen sind zurzeit im Fliegerhorst Büchel gelagert und wurden seit dem Kalten Krieg weder demontiert, noch besteht für sie ein Einsatzverbot. Im Gegenteil, mit dem Vertrag der nuklearen Teilhabe ist es den Mitgliedsländern vielmehr möglich, im Falle eines Krieges diese Atomwaffen einzusetzen. Zu diesen Mitgliedsländern zählen Deutschland, die Niederlande, Belgien, Italien, Griechenland und die Türkei. Nicht zu vergessen natürlich die Hauptländer der nuklearen Aufrüstung, zu denen die USA, Frankreich und Großbritannien zählen. Doch währenddessen versucht die NATO beständig, Ländern wie Russland, China oder dem Iran eine aggressive Außenpolitik zu unterstellen, ohne dies glaubhaft belegen zu können. Klar besitzen auch diese Staaten eine starke Armee. Doch die haben sie auch nötig, um sich gegen die Provokationen der NATO-Staaten durchsetzen zu können, die einem Kalten Krieg 2.0 gleichen. So zum Beispiel die Lagerung von US-Atom-U-Booten an der norwegisch-russischen Grenze, an welche auch die Niederlande und Großbritannien teilnehmen. Oder die Erlaubnis der Ukraine für die NATO, den Luftraum der Ukraine einschließlich der Krim zu nutzen, obwohl die Ukraine seit mehreren Jahren die Krim nicht mehr kontrolliert. Ein weiteres Beispiel wären die regelmäßig stattfindenden Manöver der NATO-Truppen im Baltikum und Polen, welche wiederum direkt an Russlands Grenzen stattfinden. All diese Aktionen können als Provokation Russlands gewertet werden. Doch auch China wird von den imperialistischen Mächten aggressiv angegangen. So ist zum Beispiel die Indo-Pazifische Allianz zu verstehen, ein Militärbündnis, welches sich explizit zum Ziel gesetzt hat, China einzukreisen. Dazu zählen zum Beispiel Japan und Indien. Ebenfalls dazu gerechnet werden kann die beständige Aggression
etwa von US-Kriegsschiffen im südchinesischen Meer oder der Insel Taiwan oder das US-Programm THAAD in Südkorea, welches auch China bedroht. Diese Aktionen des Westens zeigen deutlich, dass die Länder, die sich der westlichen Hegemonie in den Weg stellen, politisch, wirtschaftlich und militärisch eingekreist und sanktioniert werden. Nur aufgrund der Größe von Ländern wie China, Russland oder dem Iran ist es überhaupt möglich, die Folgen dieser Sanktionen abzufedern, während dies für kleinere Staaten wie Venezuela oder Kuba kaum möglich ist. Doch was kann man den militärischen Provokationen des Imperialismus wirksam entgegensetzen? Eine wirksame Möglichkeit, den Sanktionen des Westens die Schärfe zu nehmen, ist die Solidarität, was ich in meinem vorigen Video über die Impfstoffe bereits ausführlich beschrieben habe. Doch auch die beste Solidarität ist nur die Hälfte wert, wenn sie aus einer Position der Schwäche heraus geschieht. Genau da setzen die Großmächte China und Russland an. In diesem Jahr sollte der Freundschaftsvertrag zwischen den beiden Ländern verlängert werden. Doch die beiden Staaten planen nun, aus diesem Freundschaftsvertrag ein Militärbündnis zu machen. Das hat weitreichende Folgen für die antiimperialistischen Kräfte, denn nun ist es für den Imperialismus nicht mehr möglich, China und Russland gegeneinander auszuspielen oder die beiden Mächte anzugreifen. Gleichzeitig bedeutet dies eine Stärkung aller übrigen antiimperialistischen Kräfte, da sie nun auf die Hilfe Russlands und Chinas gleichermaßen zählen können. Zum imperialistischen Kern braucht es auch einen Gegenpol. Und dieser muss sich gut verteidigen können. Wichtig ist vor allem zu erwähnen, dass weder Russland noch China den Konflikt mit dem Westen sucht und stattdessen die internationale Zusammenarbeit vertiefen möchte. Und dieser multipolare Gedanke kann sich jedoch erst dann durchsetzen, wenn Aufrüstung und militärische Provokation der NATO gestoppt werden. Bis zum nächsten Mal im März.